Schön, dass du da bist. Ich grüße dich. Heute machen wir einen ganz wunderbaren Mascarpone selbst. Er ist super cremig, gar nicht schwer gemacht. Und ich verspreche euch, wenn ihr selbst einmal erlebt habt, wie einfach das geht und wie unglaublich aromatisch selbstgemachter Mascarpone schmeckt, dann werdet ihr ihn wahrscheinlich, genauso wie ich, nie wieder kaufen. Und viel besser als der gekaufte. Und ist auch um ein Vielfaches kostengünstiger als der gekaufte. Das hatte ich ja bereits erzählt, dass ich für 500 Gramm Mascarpone fast 9 Euro hätte zahlen sollen. Das war mir persönlich eindeutig zu viel. Deswegen machen wir ihn heute einfach selbst. Und einfach trifft das so ziemlich. Zuerst starten wir mit 500 Milliliter Schlagsahne. Ihr könnt hierbei sowohl frische, pasteurisierte Sahne als auch länger haltbare, wärmebehandelte Sahne verwenden. Und geben diese zunächst in einen Topf. Das Schöne dabei ist, dass ihr euch hier ein bisschen ausprobieren könnt. Je nach verwendeter Sahne schmeckt der Mascarpone nämlich etwas anders und bringt ihren eigenen Geschmack mit. Ich empfehle, probiert es einfach aus, welche Variante euch am besten schmeckt und gefällt. Nun wird die Sahne im Topf langsam und vorsichtig auf mittlerster Stufe auf etwa 85 Grad erhitzt. Dabei rühren wir natürlich gelegentlich um und achten darauf, dass sie nicht anfängt zu kochen. Hierbei können wir dann die Restwärme des Herdes und des Topfbodens sehr gut ausnutzen. Übrigens, zum Kontrollieren der Temperatur ist Fleischthermometer besonders hilfreich. Deshalb schalte ich den Herd bereits bei 60 Grad aus und lasse die Sahne anschließend langsam bis auf 85 Grad weiterziehen. Die Zeit nutzen wir natürlich, um unsere Zitrone vorzubereiten. Da wir nur eine kleine Menge des Saftes benötigen, rollen wir zunächst mit etwas Druck über ein Brett, damit sie weicher wird und sich später auch besser auspressen lässt. Dann wird sie noch halbiert und auf die Seite gestellt. Hier kann man sehr gut erkennen, wie sie trotz des ausgeschalteten Herds weiter erhitzt wurde. Dann rühren wir nochmal um und messen natürlich die Temperatur. Die Sahne sollte dann bei etwa 85 Grad für circa 5 Minuten stehen bleiben. Als nächstes geben wir dann etwa einen Esslöffel Zitronensaft hinein. Ob das mal mehr oder auch etwas weniger ist dabei nicht weiter tragisch. Nur sollte er frisch gepresst sein. Übrigens arbeite ich hier bewusst mit einem Metalllöffel. Holzlöffel können Gerüche und Rückstände aufnehmen, die den feinen Geschmack des Mascarpones beeinflussen könnten. Mit Metall arbeitet man hier hygienischer und auch geschmacksneutraler. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr so ein Rezept findet. Sobald das Sahne-Zitronen-Gemisch nun bei etwa 85 Grad stabil gehalten wurde, kommt nun einfach der Deckel drauf und wir lassen das Gemisch einfach auf Zimmertemperatur abkühlen. Die übrige Zitrone muss auch nicht weggeworfen werden. Wir verwenden den Saft für Dressings oder auch Limonade und die Schale für Zitronenzucker oder auch zum Backen. Das Rezept dazu und auch alles andere verlinke ich euch in der Infobox. Je nach Temperatur ist die Sahne dann nach etwa 1 bis 2 Stunden ausgekühlt. Dann richten wir uns eine Schüssel, geben ein Sieb und ein Passiertuch hinein. Das Sahnegemisch sollte nun deutlich angedickt sein. Ohne weiteres Zutun geben wir dann mit Hilfe eines Teigschabers die vollständig ausgekühlte Sahne in das saubere Passiertuch. Zu guter Letzt sollte die Schüssel dann abgedeckt werden und das Abtropfen übernimmt für die nächsten 24 Stunden der Kühlschrank. In dieser Zeit verliert die Masse überschüssige Flüssigkeit und wird dann wunderbar cremig und fest. Am nächsten Morgen sterilisieren wir erst noch unser Arbeitsmaterial, damit wir nicht noch mehr Keime in unseren fertigen Mascarpone bekommen. Das wiederum ist wichtig für die Haltbarkeit. Dafür übergießen wir das Arbeitsmaterial einfach mit heißem Wasser und lassen es für etwa 10 Minuten ziehen. Zum Abtropfen und Auskühlen kommt das Arbeitsmaterial dann auf ein sauberes Küchentuch und kann dann in wenigen Minuten mitverarbeitet werden. Nun hat der fertige Mascarpone natürlich seinen großen Auftritt. Hier kann man gut erkennen, wie wunderbar fest er geworden ist. Wer ihn noch etwas fester will, braucht ihn einfach nur etwas länger abtropfen zu lassen. Die Konsistenz siehst du jedoch gleich noch.
Übrigens stammt Mascarpone ursprünglich aus der Lombardei in Norditalien und wird dort bereits seit Jahrhunderten hergestellt. Nun wird er aus dem Passiertuch einfach zusammengekratzt und in ein Gefäß umgefüllt, das man luftdicht verschließen kann. Gut verschlossen und sauber gearbeitet hält sich der selbstgemachte Mascarpone etwa 4 bis 5 Tage. Entnommen werden sollte immer mit einem sauberen Löffel und bei einem halben Liter Sahne bleiben in etwa 250 bis 300 Milliliter oder auch Gramm Mascarpone übrig. Zur Frage, ob man ihn auch einfrieren kann. Das lässt sich sogar ganz wunderbar machen. Dort hält er sich etwa 2 Monate frisch. Auftauen lassen sollte man ihn dann langsam über Nacht im Kühlschrank. Und nach dem Auftauen einfach gut verrühren. Dann könnt ihr ihn problemlos weiterverwenden. Hier könnte man dann auch Sahne im Angebot kaufen und sich einen kostengünstigeren Vorrat anschaffen. Und wer es am Anfang gesehen hat, hat meine Sahne sogar minus 30% gehabt. Das ist problemlos möglich. Das spart zusätzlich, ohne Billigsahne verwenden zu müssen. Nun kommen wir noch zu einem der wertvollsten Nebenprodukte, der aufgefangenen Molke. Sie ist natürlich viel zu schade zum Wegschütten, deswegen füllen wir sie in ein sauberes Glas und bewahren sie im Kühlschrank auf. Dort verwende ich sie zum Beispiel zum Brotbacken, für Semmeln, Pfannkuchen, Smoothies oder auch zum Ansetzen von Sauerteig ist das gar kein Problem. So manch einer trinkt sie auch pur, denn sie enthält unter anderem hochwertiges Milcheiweiß und auch Mineralstoffe. Und kann übrigens auch für bis zu 6 Monate im Gefrierschrank gelagert werden. Dort habe ich persönlich immer einen kleinen Vorrat davon. Nachdem ich den Mascarpone nur noch mal mehrere Stunden durchziehen habe lassen im Kühlschrank, zeige ich euch nun die wunderbar cremige Konsistenz. Solltest du ihn etwas fester haben wollen, lässt du einfach mehr Molke abtropfen. Das ist nämlich wirklich dem persönlichen Geschmack geschuldet und was man damit vorhat. Und viel besser als der gekaufte. Dumme Nudel. Da es ja mittlerweile viel in Bio gibt. Das stimmt. Und er ist auf jeden Fall viel kostengünstiger als die gekaufte Variante.